In diesem Video bekommst du die komplette Taktik, die individuellen Spieleranweisungen und Tipps, wie die 4-2-3-1 am besten funktioniert. Die 4-2-3-1 ist die perfekte Formation und Taktik für den Start in FIFA 23. Vorne richtig viel Offensivpower mit einem Stürmer und 3 ZOMs. Und hinten hast du nicht nur die Viererkette, sondern 2 ZMs, ZTMs, die immer absichern. Die Defensive lassen wir auf ausgeglichen. Man könnte immer noch mit dem Steuerkreuz, wenn man mal Druck machen will, auf Pressing gehen oder so für einen kurzen Moment. Aber erstmal wollen wir hier maximale Stabilität. Eine 45er Breite ist einfach perfekt für die Formation mit einer Viererkette und diesen 2 ZMs. So mit 45 bis 50 sind die optimal auf dem Feld verteilt. Die Tiefe zwischen 45 und 55, je mehr Verbesserungspotenzial du noch in der Defensive hast, desto stärker würde ich unter die 50 gehen. Und wenn du sagst, hey, die Verteidigung, das habe ich schon richtig gut drauf, dann würde ich eher Richtung 55 gehen. Ganz wichtig ist in der Verteidigung, dass du deine beiden Mittelfeldspieler nutzt. Diese beiden sollten auf jeden Fall schnell sein, über 85 Tempo und auch beweglich, denn die Bewegung, die entscheidet im Verteidigungslauf, im Running Jockey, im manuellen Abdrängen darüber, wie gut du hier vor der Viererkette abräumst. Kommen wir zum Angriff. Das Aufbauspiel sind die ersten beiden Drittel des Feldes und das lassen wir auf ausgeglichen. Die Chancenerarbeitung ist das letzte Drittel auf dem Spielfeld und hier soll uns das Spiel ein bisschen unterstützen, indem Spieler in Läufe geschickt werden. Deswegen machen wir hier auch Läufe in die Spitze an. Zusätzlich sollst du immer noch mit L1 Spieler manuell in die Läufe schicken und die so triggern. Die Breite packe ich hoch bis aus 65 und das empfehle ich dir auf jeden Fall auch, denn die äußeren ZOMs, die sollen fast schon so wie Mittelfeldspieler, wie Flügel nach außen gezogen werden. Wir bauen das Spiel dann auf über den rechten ZOM und den Rechtsverteidiger und natürlich auf der linken Seite genauso. Dadurch machen wir das Spiel breit, es entstehen vorne Lücken. Wir müssen da nicht unbedingt flanken oder so, aber in diese Lücken, wenn wir das Spiel breit machen, da können wir reinstoßen und über außen kommt man am einfachsten nach vorne. Spieler im Strafraum auf 3 mit den individuellen Spieleranweisungen, die du gleich noch siehst, sorgen wir dafür, dass wir alle in der perfekten Formation haben. Ecken und Freistöße packen wir beides jeweils auf 1, damit wir hier nicht in dumme Konter rennen. Die Spieleranweisung machen wir von hinten nach vorne, fangen mit den Innenverteidigern an und hier bleibt alles so wie es ist. Hinten bleiben, achte hier auf jeden Fall auf schnelle Karten, damit du auch Konter und Läufe in die Spitze verteidigen kannst. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, die sind beide gleich. Auf hinten bleiben bei Angriffen. Konservatives Abfangen, das unterstützt auch nochmal, dass die nicht irgendwo dumm rausrennen. Und dann übergreifende Laufart. Damit sorgen wir einfach, dass die Außenverteidiger nicht weiter innen sind im Angriff als unsere ZOMs, denn die sind ja vorne besser und die wollen wir Richtung Tor haben. Achtung bei den ZTMs, hier haben wir einen Unterschied. Der erste ist auf hinten bleiben und Mitte abdecken. Der zweite ist auch auf hinten bleiben und Mitte abdecken. Allerdings soll der noch die Passwege zustellen. Denn Passwege verteidigen super, super gut, wenn wir dafür wenn wir dafür Mittelfeldspieler haben, die schnell genug sind. Durchatmen zwischendurch. Unsere beiden ZOMs für Flanken in den Strafraum. Damit haben wir die immer in den richtigen Positionen, so an der Kante, ein bisschen raus, ein bisschen rein in den 16er und nehmen hier gerne Spieler mit mindestens 4 Sterne oder sogar 5 Sterne Weak Foot, denn dann kannst du den Powershot und den Finesse Shot optimal aus jeder Position machen. Der mittlere ZOM vorn bleiben, ganz, ganz wichtig für den Spielaufbau. Für Flanken in den Strafraum und konservatives Abfangen, das sorgt auch nochmal dafür, dass er nicht zu weit nach hinten läuft. Wir haben nur einen Stürmer und deswegen natürlich zentral orientieren. Der soll vorn bleiben, die Abwehr überlaufen und auch hier am allerbesten 5 Sterne Weak Foot, damit du im 16er nicht vorhersehbar bist, dich in jede Richtung drehen kannst und die Tore machst. Abonniere den Kanal für mehr Taktiken und Tipps und check meinen Patreon FIFA Academy aus. Erster Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns sowieso im nächsten Video. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao, was hier? Alfalfa-Locke, ciao.